Okay Leute, ich sitze gerade an einem neuen Video und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, was draußen gerade passiert? Es schneit. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? An das Alps-Divide. Sieht man das? So richtig nicht, ne? Aber da fliegt eine Schneeflocke. Wie auch immer. Ab zum Video. Okay, wir sind jetzt gerade aufs Alps-Divide gestartet. Was ist eigentlich das Alps-Divide? Das Alps-Divide ist ein 1050 Kilometer langes, mit 32.000 Höhenmeter gespicktes Ultracycling-Event. Dabei fährt man ganz auf sich allein gestellt vom Mittelmeer bis zum Genfer See. Dabei passiert man 2 Checkpunkte und muss dabei einige der höchsten Alpenpässe überhaupt überqueren. Über 1000 Kilometer und 32.000 Höhenmeter. Das hört sich echt heftig an, oder? Unten in Mentone ging es los. Da war ein krasser Sturm. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir da jetzt weg sind. Und jetzt geht es direkt die Côte d'Azur hier den Berg hoch. Gleich mal 1000 Höhenmeter zum Warmwerden. Warm ist mir schon. Genau. Ich habe eigentlich richtig Bock. Mal sehen, wie das so genau wird. Ich war ja letztes Jahr schon auf der Turin-Nizza-Challenge und ja, wird auf jeden Fall nicht einfach, aber auf jeden Fall landschaftlich richtig schön. Bin gespannt, wie das so wird, weil gefühlt haben so 90% der Leute Mountainbikes. Ich bin mit dem Gravelbike. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen und ihr werdet jetzt sehen, wie es läuft. Bis später. Richtig schön. Hier das erste Gravelstück. Einfach echt genial. Das macht Bock. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, ich habe wirklich gehofft, dass es so weitergeht, weil das erste Gravelstück, das war halt richtig schön. Aber spätestens nach der ersten Abfahrt wusste ich, dass vielleicht nicht immer so ganz schöner Gravel dabei ist. Aber seht selber. Die erste Abfahrt ist hinter mir. Die war nicht so geil mit dem Gravel. Da habe ich dann ein paar mit dem Mountainbike überholt. Das ließ sich nicht vermeiden. Damit habe ich aber auch gerechnet. Trotzdem war blöd. Ja, jetzt zeige ich recht nette Abendstimmung und auf zum zweiten Anstieg von unendlich vielen. Also der zweite Anstieg war auf der Straße richtig steil. Irgendwie habe ich das Wasser nachfüllen verpasst. Das ist ein bisschen scheiße, aber ich fahre jetzt nicht nochmal runter. Ich hoffe, nach diesem Gravelstück kommt dann wieder was. Ist gerade wieder ein bisschen grober. Die zwei mit dem Mountainbike bügeln da gut drüber. Ja. Ja. So grob war der Schotter die ganze Zeit. Schotter. So sollte es weitergehen, hat mich die nächsten Stunden begleitet, bis ich dann endlich irgendwann das Wasser gefunden habe. So, kleines Update aus der Nacht um 2:23 Uhr. Das ist jetzt mein Schlafgemach. Die einzig trockene Stelle in so einem runtergekommenen Whatever Refugio. Ich gehe mal hier hin.
Also es hat ein bisschen geregnet, aber vor allem ist hier krasser Nebel und dadurch ist alles richtig nass. Deshalb habe ich mir jetzt meinen Schlafsack und die Isomatte in das Notfallbibi gepackt, weil das Wasser abwesend ist. Dass mein Schlafsackbogen nicht voll durchgeweicht ist. Ich werde mir jetzt so 3 Stunden Schlaf gönnen, so kurz nach 5. Sollte eine gute Zeit sein. Mal sehen. Ja. Für das Alpstivide hatte ich mir eine kleine Taktik zurechtgelegt. Mein Plan war es eigentlich, keine Nächte durchzufahren, sondern halt schon immer so 3-4 Stunden Schlaf jede Nacht zu bekommen, dass ich einfach für den nächsten Tag und das, was mich noch erwartet, die ganzen Höhenmeter halt einfach bereit bin und nicht so völlig neben der Spur bin, weil ich irgendwie krass Schlafentzug habe. Das hat für die erste Nacht richtig gut funktioniert. Mehr dann morgen. So viel nur Anstiege sind scheiße. Gravel ist auch scheiße. Aussichten in der Nacht sind auch scheiße. Aber hey, ich bin auf 2000 Meter und habe jetzt den längsten Anstieg erstmal geschafft. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wir haben es früh um 7. Ich habe schon die ersten Kilometer in den Beinen. Die Nacht war okay. Ja, und jetzt bin ich hier ein bisschen abseits vom Track gerade. Hier bin ich letztes Jahr runtergefahren, wo die Via del Sale zu Ende ist. Und ich wusste, dass das der einzige Wasserspot ist auf den nächsten 40 Kilometer oder sowas. Und das war halt richtig hart, dieser Abschnitt. Deshalb dachte ich mir, ich fahre hier auf jeden Fall vorbei, nehme diese 30 Höhenmeter mehr in Kauf. Und Frühstück jetzt hier erstmal ein Rabbit Fuel, frisches Wasser und dann geht's gleich weiter. Weiter und zwar auf der Alta Via del Sale, auf der alten Salzstraße. Irgendwie habe ich das falsche Rad. Das macht berghoch noch weniger Spaß als bergunter letztes Jahr. Gibt halt leider keine Fahrspur. Es ist alles einfach nur steinig und bumpy und einfach nicht so geil. Es ist geschafft. Bin ich jetzt erschrocken. Erwartet man nicht überall. Und auf den Pass. Leute, guckt euch das an, wie die Wolken darin ziehen. Nice, Mannsdorf. Ja, dafür kämpft man sich doch gern den Berg hoch, um dann die Wolken von oben zu sehen und gleich zu wissen, dass man da reinfahren muss. Ich bin jetzt hier im Herzstück von der Alto Via del Sale angekommen. Wunderschön mit den ganzen Felsen da überall und zwischendurch schlängelt sich der teilweise sehr grobe Weg. Auch wenn ich meine 3 bis 4 Stunden Schlaf bekommen habe, war ich offensichtlich doch ganz schön müde. Ja, es hat sich jetzt leider so ein bisschen eingeregnet, nachdem vorhin so eine richtige Windböe mich fast weggeweht hat, als ich meine Jacke anziehen wollte. Und jetzt bin ich hier in voller Montur mit Regenhose, Regenjacke und ich habe die guten Haushaltshelfer-Handschuhe an, gegen die Kälte und gegen die Nässe. Ich bin jetzt gerade hier an diesem Refugio Don Barbara vorbeigefahren. Ich habe erst überlegt, ob ich da einkehre, aber das bringt letztendlich ja auch nichts, weil es zieht hier gar nicht rum. Also das steht einfach hier, die Wolken. Von daher werde ich einfach in die Richtung weiterfahren und hoffen, dass das da hinten dann irgendwann vorbei ist. Und gucken, dass ich dann irgendwo dort was zu essen finde. Falls du dich jetzt fragst, warum ich vielleicht allen Pfützen ausweiche und da so ein bisschen Schlängelinien fahre. Ich habe versucht, dem Wasser auszuweichen, weil ich wusste, dass es halt einfach alles sehr sandig ist, fein gemahlener Stein. Und ich habe schon gemerkt, dass ich genügend
Dreck und Sand in den Schuhen hatte und das hat sich auf Dauer einfach nicht so gut gemacht. Deshalb bin ich so außenrum gefahren. Davon ist sie die berühmte Serpentine hier auf der alten Salzstraße. Leider heute ohne grandiosen Ausblick. Man kann es nur ein bisschen erahnen. Ja, Bedingungen sind so Flusslandlandschaft und Fahrradfahren. Ja, ist auch ein bisschen kalt. Ich habe nur eine kurze Regenhose mit und habe keine Überschuhe dabei. Ich dachte, wird schon gehen. Wetter war eigentlich gut gemeldet, außer heute halt. Aber dass das jetzt so auf die Knöchel geht, so kalt ist. True. Und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal, wie es hier bei Sonnenschein aussehen kann. Man könnte also sagen, das komplette Gegenteil mit sehr viel Staub und Trockenheit, einen sehr schönen Ausblick, Weitblick vor allem. Aber naja, zurück zur Realität. Naja, aber nicht mal mehr 10 Kilometer auf der Salzstraße und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Apropos weitergehen. Zu dem Zeitpunkt war es richtig windig und die Kälte und die Nässe kam von einer Seite nur so an einen rangeweht und es war einfach richtig, richtig ungemütlich und kalt. Kann man vielleicht so ein bisschen in meinem Gesichtsausdruck ablesen. Irgendwie habe ich es dann auch nach unten geschafft und hatte in der Abfahrt so Probleme zu bremsen, weil mir meine Oberarme wehtaten und meine Hände taten mir weh. Es war wirklich kalt und ich musste einfach zwischendurch stoppen, um wieder ein bisschen warm zu werden, ein Gefühl in die Finger zu bekommen. Und hatte dann auch gar keinen Bock mehr zum Filmen. Deshalb gibt es nur ein paar Bilder von Fotografen zwischendurch und vom nächsten Morgen das Video. So, das war mein Hotel für heute Nacht. Das ging gestern einfach gar nicht mehr. Also es hat nur noch geschifft und ich musste halt meine Sachen trocknen, alles war nass. Und ich wäre gern noch über den nächsten Pass, über den Col de Turini gefahren, aber da gab es einfach nichts mehr. Und dann habe ich noch so eine Jugendherberge angefragt, die auf dem Berg oben war. Und die hatten zwar noch was frei, aber da hätte man schon super zeitig da sein müssen. Und ich wusste, dass ich für den Anstieg halt einfach 4 Stunden brauche. Und das hätte ich nicht geschafft. Ja. Jetzt wollte ich gerade schön früh, ich habe ganz früh 7:30 Uhr mit dem Start des Frühstücks gefrühstückt. Meine Devise ist hier, wenn ich schon Geld für ein Hotel ausgebe, dann bleibe ich auf jeden Fall auch bis zum Frühstück. In dem Fall ging es halt leider nicht vor 7:30 Uhr zu frühstücken. Und wollte danach direkt losfahren und habe festgestellt, dass sich meine Laufräder nicht drehen. Bremsbeläge waren runter und dementsprechend haben die Federn nicht mehr richtig zurückgedrückt. Alles ja kein Ding, ich habe ja neue Bremsbeläge besorgt vorher. Aber habe festgestellt, dass die Kolben drin fest waren und nicht mehr zurückgingen. Ja, was will ich da mit einem Mini-Tool großartig machen? Ja, jetzt haben wir es 9:30 Uhr und ich habe das alles gewechselt, aber es hat halt dummerweise irgendwie 1,5 Stunden länger gedauert. Ich werde jetzt also losdüsen. Bin ein bisschen demotiviert gerade wegen der Bremsbeläge.
aber das ändert sich vielleicht auf dem Fahrrad. Bis denn. Es folgte also der Col de Torini, so ein bisschen so ein gefürchteter Berg von mir, weil ich den letztes Jahr während der Turin-Nizza-Strecke auch schon gefahren bin und da ging es mir richtig, richtig schlecht. Es war mega warm, es war staubig und mein Trinkrucksack mit 2 Wasserflaschen hat einfach nicht ausgereicht und es gab kein Wasser, also wirklich gar kein Wasser zum Nachfüllen auf dem Berg. Deshalb hatte ich echt sehr viel Respekt vor diesem Anstieg, aber letztendlich ging es viel, viel leichter als letztes Jahr und das hat mich echt ein bisschen überrascht und ich war auch gut flott unterwegs. So, also bis hierher geht der Col de Torini viel leichter als letztes Jahr. Ist aber auch deutlich weniger warm. Wasser komme ich glaube auch ganz gut hin. Ja, ich hab Bock. Macht auf jeden Fall mehr Spaß als gestern. Ich glaube, da unten kann man noch das Meer sehen. So weit haben wir es also schon geschafft. Aber der erste Abschnitt, der ging wieder sehr hin und her und wieder ein Stück zurück. Und quasi mit der Etappe heute, das machen wir dann so richtig Strecke. Ja. Col de Torini ist gleich geschafft. Bin schon auf Asphalt, kurbel mir hier einen ab. Ich nutze quasi die Aerobar-Aufsätze, um mich daran festzuhalten, um meine Handgelenke ein bisschen zu entlasten, weil die taten gestern in den Downhills auch ganz schön weh. Und wenn ich ständig vorne in den Hoods drin hänge, dann merke ich das schon. Also, geht schon. Bin gespannt, wie die Abfahrt ist. Ai, ai. Den oberen Teil der Abfahrt, den kannte ich noch aus dem letzten Jahr, weil das war das gleiche wie bei der Turin-Nizza-Strecke. Dann bin ich vom Asphalt abgebogen und dann ging es so ein wunderschönes Seitental auf Schotter runter und die Abfahrt war auf Schotter auch ganz okay. Also es war oben raus ein paar Schläge, große Steine, nicht zu grob und unten raus wurde es dann echt gut fahrbar. Und dann stand so unerwarteterweise dieser LKW da plötzlich rum mit Baumstämmen, wo ich mich echt gefragt habe, so wie zur Hölle hat es der dahin geschafft, weil das war echt so ein ausgesetzter Weg, der sich da lang geschlängelt hat. Aber alles in allem bin ich gut unten angekommen und letztendlich ging es dann auf die Suche nach ein bisschen Essen, weil es war dann so langsam Mittagszeit und ich wusste, dass noch Berge logischerweise kommen. Von daher bin ich weitergefahren und wusste, das Tal oben gab es zumindest einen Supermarkt, wo ich anhalten konnte. Da unten im kleinen Dorf habe ich gerade eine schnelle Mittagspause gemacht. Es gab Sandwich, ein Joghurtdrink und einen Eistee und fix mit Sonnencreme eingecremt, nachdem ich sie erst nicht gefunden habe. Ich dachte schon, ich habe die im Hotel vergessen, aber sie war einfach nicht dort, wo ich sie sonst immer hinpacke, sondern im Trinkrucksack. Ah ja, so ist das. Gut, jetzt den zweiten Anstieg. Der fängt mit Asphalt an und geht dann mit Gravel weiter in so ein Skigebiet. Ich hoffe, es wird nicht so steil.
So, das nenne ich jetzt mal Gravel. Das tut so gut, einfach ohne Schläge den Berg hochzufahren und es einfach mal zu genießen. Ach ja, schon schön. Sonne ballert hier jetzt ganz schön rein, aber das ist gerade okay. Kleiner Spoiler, das sollte übrigens das letzte Mal sein, dass ich auf dieser Tour so richtig was genießen konnte. Auf Asphalt galt es immer ein bisschen zu entspannen und sich zu refreshen, um sich auf die nächste Herausforderung, das nächste Gravelstück vorzubereiten, was definitiv kommen sollte. Davon in dem Örtchen rechts geht es zum Col de la Bonnette auf der Straße und links geht quasi mein Gravelweg auch zum Col de la Bonnette auf 2806 Meter. Mal sehen, ob ich jetzt hier im Ort noch was zu essen finde. Ansonsten, nee, ich muss was zu essen finden, das wird sonst ziemlich blöd. Da ging es zum Col de la Bonnette ab. War kurz im Supermarkt. Schnelles Abendessen. Sandwich, Eistee und ein Twix. Den habe ich noch dabei. Jo. Jetzt geht's hoch, hoch, hoch. Soweit mich nicht alles täuscht, sind das die letzten paar Häuser, bevor es dann in den Gravel-Anstieg reingeht. Kleines Dorf, Wurf. Die letzten Häuser waren es, aber das Gravelstück sollte erst sehr, sehr viel später oben über der Kuppe erst losgehen, weit, weit in der Nacht dann drin. Jetzt ist sogar der Mond hinter den Bergen vorgekommen. Richtig schön. Und dann war ich plötzlich am Checkpunkt 1. Gefilmt habe ich nicht mehr, weil es war richtig dunkel. Es war irgendwas um 23 Uhr. Aber passiert ist richtig, richtig viel und ich versuche es jetzt kurz zu fassen. Durch den Regen am Vortag ist meine Lampe, die Steckverbindung, irgendwie kaputt gegangen und mein Licht hat immer nur noch ein bisschen geblinkt und hat quasi nicht mehr funktioniert. Sobald es ruppiger wurde, hat es gar nicht mehr geleuchtet und ich konnte die Lampe also nicht mehr gebrauchen. Ich war aber mitten in der Nacht um 22 Uhr oben auf 2800 Meter auf dem Col de la Bonnette und musste irgendwie runter zum Refugio kommen, was auf 1000, weiß ich nicht, 1300, 1500, irgendwie sowas war. Wäre alles okay gewesen, wenn es auf Asphalt war, aber es war nur die obersten Meter Asphalt und dann war Gravel und zwar richtig, richtig schlimmer Schotter. Es war kaum fahrbar, es war technisch richtig, richtig anspruchsvoll. Die einzige Lampe, die ich noch mit mir hatte, war halt mein Handylicht. Jeder kennt so die Leuchte am Handy, es ist nicht eine wirklich helle Leuchte. Trotzdem war es das Einzige, was ich hatte und ich habe es irgendwie probiert, damit halt runterzukommen. Am Anfang habe ich das Handy so in den Mund genommen. Ich zeige es euch mal. Und habe versucht, so mir den Weg zu leuchten, aber das hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert. Deshalb habe ich dann angehalten, habe mir erstmal eine Jacke angezogen, weil mir richtig kalt war. Und in dem Moment ziehe ich so mein Herzfrequenzgurt aus der Arschrakete mit raus und dachte mir so, das könnte funktionieren. Ich habe nämlich nach einer Lösung gesucht, wie ich mein Handy so an die Aerobars, an den Aerobar von dran machen konnte. Und ich habe dann mein Herzfrequenzgurt genommen, habe das Handy mit dem Herzfrequenzgurt an die Aerobar gewickelt, habe es irgendwie befestigt und bin damit den krassesten Downhill, glaube ich, fast den krassesten Downhill von dem ganzen Event runtergefahren und die Leute am Checkpunkt haben dann auch nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinten so, Nick, wie hast du diesen Downhill mit diesem Setup überlegt? Bist du denn verrückt? Ja, das war eine krasse Story und
Ich bin richtig, richtig stolz auf mich, dass ich nachts um 23 Uhr so kreativ geworden bin und einfach mein Handy mit dem Herzfrequenzcode an meinen Lenker gemacht habe. Übrigens, ganz am Ende von dem Event gab es als Preisverleihung für die besten Stories so kleine Kuhglöckchen. Ich habe davon auch eine bekommen für meine Handy am Aerobar Story. Guten Morgen! Ich habe es gestern noch irgendwie gut zum Checkpunkt geschafft. Ja, irgendwie bin ich runtergekommen. Jetzt im Refugio gefrühstückt und mit so einer geilen Aussicht zu starten, das lohnt sich doch immer wieder, nicht durch die Nacht zu fahren. Auch wenn ich gestern den schönen Col de la Bonette, Cime de la Bonette, alles im Dunkeln gemacht habe. Aber das ist auch ziemlich geil. Also dann, ich werde jetzt erstmal einen Radladen oder einen Sportladen ansteuern und gucken, ob die eine Lampe irgendwie für mich haben, weil meine funktioniert halt nicht, damit ich zumindest ein bisschen abends fahren kann. Bis später! Die 2 Radläden, die ich angesteuert habe, die hatten leider kein Licht für mich, zumindest nichts, was meinen Vorstellungen entsprach, und zwar einer Kopflampe mit wiederaufladbarem Akku. Aber in einem Sportladen bin ich fündig geworden und da gab es dann nicht nur eine neue Lampe, sondern auch ein paar Merino-Socken und die sollten mich später noch so richtig durch das Event retten. Zum Glück habe ich mir eine neue Lampe gekauft, sonst wäre ich jetzt in diesem Tunnel so richtig am Arsch. Also es ist stockdunkel. Ich hoffe, ich komme hier irgendwann wieder raus. Das ist schon ein bisschen scary. An dem Tag habe ich irgendwie gar nicht so viel in die Kamera geredet. Ich habe wahrscheinlich mehr die Landschaft genossen, denn es war das erste Mal so richtig viel Schotter dabei, den man ein bisschen besser fahren konnte mit dem Gravelbike. Es war nicht so grob, es war nicht so mit großen Steinen durchsetzt. Sowohl die Anstiege als auch die Abfahrten waren alle ganz okay, die waren nicht zu steil. Man konnte es also gut rollen lassen und deshalb habe ich wahrscheinlich einfach Distanz gemacht, ein paar Kilometer hinter mich gebracht. Zwischendurch eine Mittagspause im Supermarkt wieder gemacht. Da gab es, ich glaube, alles. Also ich hatte mindestens 2 Getränke plus ein großes Wasser und verschiedene Sachen vom Bäcker. Süßkram natürlich immer. Wahrscheinlich habe ich neue Gummibärchen gekauft, was man halt alles so schnell findet und was nicht viel Aufwand braucht. An dem Tag war ich auch unterwegs zur ersten wirklichen Hike-Bike-Section. Das war von vornherein angesagt. Das ist ein Stück, was man auf jeden Fall nicht fahren kann, sondern man muss das Rad tragen. Davor hatte ich nicht wirklich Angst. Natürlich hat man ein bisschen Respekt, weil man weiß nicht, was einen erwartet, wie ausgesetzt das ist oder wie die Bedingungen da sind. Ich hatte ja aber aus dem letzten Jahr von meiner Turin-Nizza-Strecke schon ein bisschen Erfahrung, wie ich mein Rad am besten auf der Schulter, auf dem Rücken transportiere und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, es ist einfach mega steil gerade. Diese kleine Straße hier.
Und die Hike-Bike-Passage kommt erst noch. Erstmal ein paar Gummibärchen essen. Zugegeben, die Hike-Bike-Passage war eigentlich ganz cool. Ich habe zwar echt wenig gesehen und ich kann euch hier nur ein paar Bilder einblenden, wie es da tagsüber ausgesehen hat, was ich alles nicht gesehen habe, was ich verpasst habe, weil ich da mitten in der Nacht drüber bin. Aber irgendwie war es ganz mystisch, dann über die Kuppe oben drüber zu kommen und die Stadt Briançon quasi von oben zu sehen, die Lichter und zu wissen, dass man dann gleich unten ist. Und das war eigentlich ganz spannend. Ich bin dann aus Frankreich raus bis nach Italien, nach Bardonecchia rübergefahren. Dort habe ich gehofft, irgendwas Cooles zum Übernachten zu finden. Hat leider nicht so funktioniert. Ich bin erst ein bisschen rumgeirrt, wusste nicht so direkt wohin und ich habe irgendwie gedacht, ich finde schneller was. Geschlafen habe ich letztendlich hinter so einem Café, da war so ein kleiner Holzverschlag, wo man so ein bisschen weg von der Straße konnte. Es hat gepasst, das war okay, aber es war arschkalt in der Nacht. Am nächsten Morgen war ich dann ein bisschen fertig, ja, habe dann gar nichts großartig gefilmt, sondern war dann direkt auf dem Weg zum Col de Sommier, hoch zum höchsten Punkt auf über 3000 Meter. Col de Sommier auf über 3000 Meter. 3008. Boah, das war eine harte Nuss. Und das hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Und der Downhill wird auch keinen Spaß machen. Das ist einmal mal wieder eine richtige Scheiße. Ja. Da oben sieht man, weiß nicht, ob ihr das seht, frisch angezuckerte Berge, frischer Schnee. Ja, nachts hat es irgendwie -5, -7 Grad oder sowas. Ah ja, zum Glück ist es jetzt nicht so kalt. Ich habe mir jetzt wieder ein bisschen was angezogen, habe das obligatorische Selfie gemacht, weil hier oben kein Empfang ist mit GPS und wie oft ich anhalten muss, weil mir die Hände schmerzen. Also dann. Tja, wie ihr merkt, so richtig begeistert klingt irgendwie dann doch anders. Aber es war halt auch einfach nicht geil fürs Gravelbike und ich glaube so allgemein auch nicht. Also ich habe da ganz viele mit dem Mountainbike gesehen, beziehungsweise habe ich sie überholt, die einfach hochgeschoben haben, weil es war so grob. Also es war kein Schotter mehr, sondern es war einfach nur noch ein Geröllfeld, Felsen, Steine. Da war nichts anderes, da war teilweise kaum ein Weg, weil so ein bisschen das Geröll runtergekommen ist und über den Weg drüber gerutscht ist. Und es war so anstrengend, so technisch einfach da hochzufahren. Also man musste so viel arbeiten auf dem Rad. Man konnte die Ausblick halt irgendwie gar nicht richtig genießen, sondern war nur darauf fokussiert, halt irgendwie diesen Weg da hochzufahren und versuchen, das Ganze halt auf dem Rad zu bewältigen, weil ich hatte echt gar keinen Bock, noch langsamer unterwegs zu sein und das ganze Ding halt nach oben zu schieben. Dementsprechend Respekt hatte ich vor dieser Abfahrt und die war halt echt bescheuert. Ich habe bestimmt wieder 2-3 Mal angehalten unterwegs. Zumindest auf diesem oberen Teil, ab so einem kleinen Plateau, ab der Hälfte, ging es dann besser zu fahren. Und dann, wo die Serpentinen kam, dann war es auch wieder gut fahrbar. Aber der obere Teil, der war echt richtig, richtig schlimm und ich habe es gehasst. Gehasst habe ich es. Nach dem höchsten Punkt, dem Col de Sommier auf über 3000 Meter Höhe, dem schlimmsten Anstieg also und der wahrscheinlich bis dahin auch schlimmsten Abfahrt, folgte dann nach Bardonecchia erstmal eine kurze Mittagspause. Der einzige Laden, der auf hatte, war ein Dönerladen. Habe einen Dönerteller gegessen, das war ganz gut. Aber die Stimmung war relativ weit unten im Boden und es folgte die nächste Schiebepassage.
wie ich sie einfach liebe. Die Anstiege mit losem Schotter, die so steil sind, die man schieben muss. Das macht so keinen Sinn. So total bescheuert, sowas in so ein Event reinzubauen. Vor allem ist er nicht der Erste. Und dann hat man halt immer nicht mal Entspannung in der Abfahrt, sondern die ist mindestens genauso bescheuert. Ein Dreck, ihr. Die Stimmung war schon im Keller und dann kommt halt sowas, was man nicht fahren kann, was zu steil ist. Ich hatte Gegenwind beim Schieben nach oben, es war kalt, stürmisch, irgendwie kam ein schlechtes Wetter und meine Stimmung hat komplett umgeschlagen. Und wie ihr gemerkt habt, war ich auch nicht mehr so froh darüber, irgendwie sowas in ein Event einzubauen. Jetzt im Nachhinein betrachtet ist es vollkommen okay. Es ist halt die Stimmung, die man halt irgendwie so zwischendurch mitnimmt, wenn man einen Schlafanzug hat, wenn man körperliche Erschöpfung den ganzen Tag durchweg hat, vielleicht ein bisschen Wassermangel, man war auf 3000 Meter Höhe, also es kommt alles zusammen, alles war nicht richtig geil und dementsprechend ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen mit mir durchgegangen. Im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, ich glaube, es war ganz okay. Die Abfahrt wiederum hat ganz viel Spaß gemacht. Das war ein kleiner Single-Trail, ziemlich rutschig. Ich musste ab und zu schieben. Aber das war eine sehr willkommene Abwechslung im Gegensatz zu dem ganzen Schieben und Fluchen, was ich vorher hatte. So, guten Morgen. Ich gönne mir gerade ein Stück Pizza zum Frühstück. Ich bin jetzt hier nach dem nach der langen Schiebepassage gestern, nach der Abfahrt unten im Tal direkt geblieben. Habe dann eine Pizzeria gefunden, habe mich da reingesetzt und dann nach Hotels Ausschau gehalten. Weil es sollte sowieso Regen kommen, hat dann auch direkt geregnet. Und ich hatte so gar keinen Bock weiterzufahren. Die Halkebike-Passage war einfach zu viel. Ja, eigentlich wollte ich heute Nacht losfahren, weil dann der Regen vorbei sein sollte, so gegen vielleicht 3:30 Uhr, 4. Aber ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich habe aufs Handy geschaut, war mega müde, habe aus dem Fenster geschaut. Es hat nicht mehr geregnet, aber war alles nass. Und dann habe ich die Temperatur noch gecheckt. Sehr kalt. Und dann war es mir sehr bequem unter meiner Bettdecke. Jetzt haben wir es kurz nach 7. Ich werde jetzt gleich losfahren. Hier noch ein bisschen alles fertig zusammenpacken, beziehungsweise mich anziehen und dann Abfahrt, wenn das Stück gegessen ist. Nach dem wohl schlechtesten Frühstück, was ich auf der Tour hatte, nach diesem echt trockenen Stück Pizza mittlerweile, ging es dann los in den nächsten Tag rein. Langer Anstieg erwartete mich, was aber okay war. Was aber viel schlimmer war, ist, dass das Wetter jetzt immer weiter nach unten ging. Die Temperaturen gingen weiter runter und es sollte einfach eine Schlechtwetterfront mit Schnee, Regen und richtig Kälte kommen und das hat ordentlich reingehauen. Ja, jetzt geht's in die Wolken rein.
Jetzt ist gerade noch eine ganze Ecke kälter geworden. Ich hatte die Regenjacke vorher aus, weil ich so sehr geschützt habe. Jetzt muss ich sie wieder anziehen. Eigentlich ziehe ich ja immer keine Regenjacke im Anstieg an, weil mir das meistens zu warm ist. Aber der Nebel hat den Anstieg hier so kalt gemacht, dass ich die dann doch die ganze Zeit angezogen habe. Operaus wurde der Anstieg dann auch echt steil und sehr grob, sodass ich absteigen musste und die letzten Meter geschoben habe. Bevor ich in die Abfahrten gestartet bin, habe ich oben meistens angehalten und mir ein paar wärmere Sachen angezogen. Also die wind- und wetterfesten Handschuhe, meine Daunenjacke unter die Regenjacke oder wenn es dann wirklich sehr kalt war, noch ein bisschen Rettungsdecke in die Schuhe gestopft, damit die Füße nicht so auskühlen. Nach dem ersten Pass am Tag war ich dann also auf dem Weg in einen größeren Ort. Dort wusste ich, dass es einen Supermarkt gibt und den habe ich dann auch genutzt und habe mir was zu essen gekauft, denn es war mittlerweile Mittagszeit. So, da unten in Moutier war ich gerade einkaufen. Ganz neuer Supermarkt. Ich glaube, ich habe den größten erwischt, sodass ich ewig gebraucht habe, um irgendwas zu finden. Naja, aber es gab eine Toilette. Das ist sehr gut. Und jetzt, nach der kurzen Snackpause, geht es zu Checkpoint 2. Genau, dort gibt es bis 21 Uhr was zu essen. Jetzt haben wir es 14 Uhr. Sollte ich also hoffentlich schaffen. Ja. Ansonsten, Beine gehen heute eigentlich wieder ganz gut. Sitzen ist ein bisschen blöd, aber noch nicht dramatisch. Die Arme, die gehen, die Hände tun weh in der Abfahrt. Das ist krass. Da muss ich dann doch 2-3 Mal anhalten immer. Naja, ich fahre mal weiter. Auf dem Abschnitt war das Wetter ein bisschen instabil. Hier habe ich erst meine Regenhose angezogen, dann habe ich sie wieder ausgezogen. Dann hat es wieder angefangen zu nieseln und ich habe die Regenhose wieder angezogen. Letztendlich habe ich sie dann bis Checkpoint 2 nicht mehr ausgezogen, weil es halt dann stärker geregnet und später auch noch geschneit hat. So, habe ich gerade einen Durchschlag gehabt. Da kam ein bisschen Tubeless-Milch raus. Aber das hat jetzt, glaube ich, wieder abgedichtet. Aber ich habe halt ein bisschen zu wenig Luft drin. Also ist jetzt nicht krass schlimm, aber geht noch. Ich pumpe jetzt nach und dann geht's weiter. Dieser Durchschlag sollte auf den ganzen 1050, 1100 Kilometer das einzig technische Problem sein, was ich während der kompletten Tour hatte. Jetzt mal von den abgenutzten Bremsbelägen abgesehen und vielleicht den hängenden Kolben. Aber dass sich Bremsbeläge abnutzen, ist, denke ich, ganz normal. Durchschlag war auch schnell erledigt, nachgepumpt und dann hat es alles gehalten. Also top. Die hätte es auch anders sein sollen, dass wir jetzt weiter runterfahren. Nein, natürlich weiter hoch.
schneit. Yay. Richtig geil. Auf, ich glaube so 1650 schneit es schon. Und ich muss bis auf, weiß ich gar nicht, 1900. Weiß gar nicht, warum ich immer bei den Events bin, wo es schneit. Beim Unknown Race war das auch schon. Da war ich besser vorbereitet. Jetzt ist es kritisch. Eieiei. Beide. Kleiner Rückblick und Grüße an das Unknown Race. Je weiter hoch ich gekommen bin, umso mehr Schnee blieb auch liegen und das sah ehrlicherweise auch echt schön aus und war ein bisschen Abwechslung zu dem ganzen Grün, was man vorher hatte, aber natürlich war es einfach arschkalt. Okay, ich habe gerade vergessen zu filmen, als ich am Checkpunkt 2 war. Habt ihr meinen Stempel abgeholt? Wurde herzlich empfangen. Gab was zu essen, Brot, Ei, Kartoffeln. Ich glaube, das war's. Bisschen Wasser. War sehr schön warm da drin. Ich wäre fast zu bequem geworden und hätte mir da ein Zimmer genommen. Aber es war erst 18 Uhr, als ich angekommen bin. 18:15 Uhr. Jetzt bin ich 19 Uhr weiter, weil ich mir dachte, zumindest ins Tal kann ich noch runterfahren. Und dann schaue ich mal, wie es so weitergeht. Im nächsten Anstieg wurde die Route geändert, beziehungsweise jetzt in den nächsten Abschnitt. Und dadurch ist der nächste Anstieg nur Asphalt, habe ich gerade erfahren. Und vielleicht mache ich den sogar noch. Wird dann zwar spät, aber mal sehen, ob ich in Chamonix irgendwas finde zum draußen schlafen. Genieße derweil die Aussicht. Weiterhin schneit nicht mehr, nur noch Nebel. Frisch ist es trotzdem. Aber ich hoffe, die Abfahrt wird okay. Jupp. Guckt euch das an. Jetzt ist der Nebel gerade weg und wie geil das einfach ausschaut. Mega. Mega geil. Tja, wie sah meine Taktik jetzt aus? Vom Checkpunkt 2 waren es ja gar nicht mehr so viele Kilometer bis ins Ziel. Auf jeden Fall bräuchte ich aber noch eine ganze Weile, weil mit dem ganzen Hoch und Runter, dem schlechten Gravel und den Bedingungen war das einfach nicht so schnell machbar. Mein Plan war also nach Chamonix zu fahren und dort irgendwas zu finden. Bisher bin ich nur einmal durch den Ort durchgefahren gewesen und dachte mir so, das wird schon irgendwie klappen. Was ich nicht im Kopf hatte, war einfach dieser Anstieg vor Chamonix, dass der so steil war. Also da habe ich ewig hochgeschoben. Also ich konnte sehr, sehr wenig fahren. Es war halt einfach arschkalt. Es hat geregnet, so Schneeregen. Das sah zwischendurch zwar alles ganz schön aus, aber ging dann halt einfach durch die Sachen, bis auf die Haut, bis auf die Knochen war mir einfach kalt. Zudem kam dazu, dass ich in Chamonix halt irgendwie erst mitten in der Nacht um 2:30 Uhr oder um 3 oder keine Ahnung, wann ich da war, ankommen sollte. Logischerweise war es unrealistisch, dass ich dort irgendein Hotel oder sowas buche. Und einfach so im Freien draußen schlafen war irgendwie auch nicht so geil, weil halt, wie gesagt, alles klitschnass war und ich wäre nicht warm geworden, wenn ich mich da hingelegt hätte. Ja, was blieb mir aber anderes übrig? Also irgendwie muss ich ja vorankommen und irgendwas machen. Deshalb ist Weiterfahren einfach die beste Möglichkeit. Bin dann also die Nacht bis Chamonix weitergefahren. Da oben ist sogar ein Wasserfall. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Auf der anderen Seite hatte man auch einen. Das ist richtig nice.
Bei den Kuhfladen auf der Straße muss man aufpassen, dass man hier nicht wegrutscht. So. Die Abfahrt war auf jeden Fall deutlich weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Es war nicht zu kalt, es gab richtig schöne Aussichten und ich habe es letztendlich sogar noch im Hellen bis nach ganz unten geschafft. Dann stand dem nächsten Anstieg also nichts mehr im Weg. So, mit diesem Blick verabschiede ich mich in die Nacht, weil dann wird es zu dunkel, um weiter zu filmen. Richtig schöner Ausblick mit den Wolken, die so tief hängen. Das ist schon immer sehr mystisch nach so Regen oder Schnee. War gar nicht so schlimm. Jetzt, wenn man wieder unten im Tal ist, dann war Regen und Schnee alles gar nicht so schlimm. Mal sehen, wie das dann ist, wenn ich wahrscheinlich so um 22 Uhr die Gravel-Abfahrt runterfahre. Dann denke ich vielleicht wieder anders. Ja, mal sehen. Die Abfahrt war voll okay. Das einzig Schlimme war halt der dichte Nebel. Meine Lampe hat einfach nur diese Nebelwand vor mir angeleuchtet und ich habe einfach mal gar nichts gesehen. Und dann tauchte plötzlich dieses Snack-Schild vor mir auf, was halt natürlich eher für die Leute auf den Skipisten gedacht war. Aber das sollte auch für mich gelten. Sieht zwar nicht so aus wie auf dem Foto, aber lassen wir trotzdem schmecken. Ultracycling Heaven, wenn man nachts so einen Pizza-Automaten findet. Das ist das Geilste. So, guten Morgen aus in der Nähe von Chamonix. Da habe ich gepennt. Ich wollte eigentlich mir erst eine Bank suchen, wo man so 24 Stunden rein kann. Aber die hatten alle zu, also das gibt es hier offensichtlich nicht. Und ja, dann bin ich ein bisschen rumgeirrt und wollte dann letztendlich zu so einer Liftstation, weil dort ein paar Toiletten waren. Und ich dachte so, ja, da kommt man vielleicht rein für 1 Euro oder 50 Cent. Und dann kann ich mich da drin ausbreiten und pennen. Aber leider gibt es den Schlüssel nur beim Liftpersonal. Und das war natürlich nicht da. Nachts um 3 bin ich übrigens angekommen. Ja, davor war aber so eine kleine Holzhütte, die so 3 Seiten zu waren. Da standen so die Ticketautomaten drin. Und da habe ich mich ausgebreitet. Da war auch eine Sitzbank. Die hatte die perfekte Länge. Da habe ich mich mit Schlafsack, Inlet und dem Notfallbaby draufgepackt. War ziemlich kalt, aber ging da nicht anders. Heute Morgen bin ich dann zum Bäcker gefahren, 6:30 Uhr, und habe dann erst noch was gefrühstückt. Kaffee, bisschen Kram. Und jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Fluss unterwegs. Echt schön mit den Aussichten, die man hier so hat auf die verschneiten Berge, wenn sie denn mal draußen sind. Mit den Wolken ist aber auch ganz nett. Ich fahre jetzt quasi in die Schweiz und dann zurück nach Frankreich. Und dann ist quasi schon Endspurt, beziehungsweise ist jetzt schon 150 Kilometer noch. Oder so in die Richtung. Da hinten, das müsste das Mont Blanc Massiv sein. Krass, krasse Bergspitzen. Zumindest die rausgucken.
Diese Abfahrt in der Schweiz und dieses danach folgende Flachstück sollte das letzte Mal sein, dass ich während des Events die Sonne sehen konnte, dass es trocken war, dass es nicht geregnet hat und dass mir nicht kalt war. So viel zu den letzten 130 Kilometer oder so. Es sollte alles noch viel, viel schlimmer kommen. Wieder mal Schnee, kalt. Diesmal kommt dazu, dass das sehr nass ist und meine Füße auch nass. Und das ist in den Abfahrten immer richtig arschkalt. Das ist nicht gut. Heute ist übrigens Freitag der 13. Just saying. Ja, und damit endet es fast, was ich während des Events aufgenommen habe. Von da an wurde es nur noch schlimmer und schlimmer. Der Schnee wurde höher und höher. Man konnte es oben auf den Single Trails, die eingebaut waren, auf jeden Fall, man konnte es nicht mehr fahren. Man musste alles schieben. Man ist so weit im Schnee versunken. 30, 40 Zentimeter lagen da. Darunter waren so 15 Zentimeter Matsch einfach noch. Also es ging nicht mehr richtig vorwärts und es war halt einfach auch nicht geil. Irgendwie war es ganz episch, natürlich durch den Schnee zu warten, aber nach, ehrlich gesagt, 1000 Kilometer konnte ich mir Besseres vorstellen, als mit nassen Schuhen, ohne Überschuhe, nassen Beinlingen, nur mit einer kurzen Regenhose durch minus 2 Grad zu latschen und einfach nicht mehr warm zu werden. Nachdem ich aus der ersten Passage raus war durch den tiefen Schnee, hat mich dann auch der Race Director abgefangen, hat gesagt, Nick, hier ist Schluss, stopp, hier geht's nicht weiter. Die 2, die vor dir sind, die stecken schon mittendrin und die haben mir Updates gemeldet, dass dort einfach ein halber Meter Schnee liegt und dass es teilweise echt gefährlich ist. Und dementsprechend ging für mich nichts mehr auf dem Track weiter. Die hatten zu dem Zeitpunkt dann eine Umleitung eingerichtet. Ich habe natürlich während so Ultra-Events habe ich mein Handy immer im Flugmodus, um Akku zu sparen. Deshalb habe ich keine Updates mitbekommen, mal davon abgesehen, dass ich in der Schweiz war und sowieso keine mobilen Daten gehabt hätte. Das hatte ich zuvor geschaut auf einem Campingplatz in so einem Restaurant, da gab es WLAN, ob es irgendein Update gibt, weil ich darauf ehrlicherweise gehofft habe, dass es eine Umleitung gibt, um nicht in den Schnee da hoch zu müssen. Aber da war ich war zu schnell, da war ich zu schnell wieder raus und deshalb habe ich das Update erst viel später bekommen. Dementsprechend war diese Tour, die ich gemacht habe, durch den 30 cm, 40 cm hohen Schnee fast umsonst. Ich musste alles wieder zurück zu dem Restaurant auf den Campingplatz, wo ich zuvor war. Dort habe ich mich erneut aufgewärmt und habe dann die letzten Kilometer in Angriff genommen. Die Umleitung ging über 2 Straßenpässe, da bin ich dann nachts lang gefahren, mir war arschkalt und ich habe dort auch dann das erste Mal darüber nachgedacht, wirklich aufzuhören. Bin aber weitergefahren, kam die nächste Schneepassage, es kam eine Eisregenabfahrt mit den schlimmsten Schmerzen in den Händen, die ich glaube jemals hatte, weil es einfach kalt war, es tat weh, ich konnte den Lenker nicht mehr richtig halten. Ich habe unten in dem Ort anhalten müssen und habe 2x20 Push-Ups, Liegestütze gemacht, damit mir wieder ein bisschen warm wurde. Wenn ich jetzt zurück überlege, war das eigentlich im Nachhinein eine ganz witzige Sache. Währenddessen ging es mir einfach richtig schlecht und auch dort habe ich überlegt aufzuhören und es wären 30 Kilometer auf der Straße ins Ziel gewesen oder 35 Kilometer auf Gravel und ich habe mich für Gravel entschieden. Ich dachte mir, im nächsten Anstieg wäre ich schon wieder warm. Das bin ich auch, weil man musste alles hochschieben. Es hat also einfach nochmal Ewigkeiten gedauert. Nach ewig viel Matsch und nach Schnee und Abfahrten musste ich mich dann tatsächlich 20, 22 Kilometer vom Ziel hinlegen nochmal. Ich habe so einen 15 Minuten Powernap in so einer Bushaltestelle in einem kleinen Dorf gemacht. 10 Kilometer vor dem Ziel ist meine Kopflampe, die ich mir nachgekauft habe, ausgegangen, weil der Akku leer war und es irgendwie nie nachgeladen hatte. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
Dementsprechend musste ich dann wieder auf meine kaputt gegangene Lampe zurückgreifen, die quasi hatte immer 10 Sekunden geblinkt, 10 Sekunden geleuchtet, dann noch 5 Sekunden geblinkt und dann ist sie wieder ausgegangen und ich musste die Verbindung zwischen Lampe und Akku lösen und wieder zusammenstecken, damit es das Gleiche nochmal gemacht hat. So habe ich die letzten 10 oder 12 Kilometer hinter mich gebracht. Ja, was kann alles schiefgehen? Auf jeden Fall war ich nachts um 4 dann im Ziel am Genfersee. Der Lee hat mich da abgepasst, hat mich finishen lassen, hat mir den Zielstempel gegeben. Wir haben kurz gequatscht und dann bin ich einfach nur noch ins Hotel gefahren, was ich mir am Abend davor gebucht hatte. Ja, keine Ahnung, habe bis mittags gepennt oder so. Am Abend gab es dann noch die Finisher-Party, wo ich hin bin. Vorher habe ich mein Rad geputzt und ja, das war das Alpsdivide. Ja, das kleine Fazit, was kann man sagen? Also außer dass halt sehr, sehr viel irgendwie schiefgegangen ist oder die Bedingungen sehr krass waren und ich mal wieder durch Schnee gefahren bin. Letzten Endes hatte ich ein paar Klamotten nicht dabei, die ich letztendlich gebraucht hätte. Zum Beispiel eine lange Regenhose, Merino-Socken, die ich mir nachgekauft habe. Irgendwie, das waren so die Essentials, die mir wirklich gefehlt haben, mit denen ich wahrscheinlich ein bisschen besser zurechtgekommen wäre. Überschuhe, vielleicht noch ein Punkt. Ansonsten hat soweit eigentlich das meiste gepasst. Was auf jeden Fall eine Fehlentscheidung war das Gravelbike. Falls ich das Event nochmal mitfahren sollte, würde ich definitiv nicht mit dem Gravelbike fahren. Ich würde niemandem empfehlen, das Ding mit dem Gravelbike zu fahren. Klar funktioniert es irgendwie. Klar bin ich irgendwie in die Top 10 gefahren und da waren auch noch, weiß nicht, 2, 3 andere mit dem Gravelbike. Aber ich hatte halt einfach null Spaß. So, wenn ich es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde, war mein Spaßfaktor 1 von 10. Also wirklich, ich konnte sehr wenig genießen, weil es einfach ultra anstrengend war. Nicht nur vom Fahren, die 1000 Kilometer und die Höhenmeter, sondern halt dieses ständige Arbeiten auf dem Gravelbike, dieses nicht mal entspannen können, sondern wirklich anstrengend. Das wäre mein größtes Learning, einfach ein Mountainbike zu nehmen. Am besten einen Fully und das war's dann.